abweisen, anweisen, ausweisen, aufweisen, beweisen, zuweisen, überweisen. Was ist der Unterschied? Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei 7 Minuten Deutsch. Ich bin Zara und in diesem Video schauen wir uns einige wichtige Präfixverben mit Weisen an. Ganz einfach, klar und mit vielen Beispielen aus dem Alltag. Are you ready? Let's go! So, wir konzentrieren uns heute nur auf 3 wichtige Varianten, damit du sie gut verstehst und dir besser merken kannst. Die weiteren Präfixe lernen wir dann Schritt für Schritt in den nächsten Videos. Aber bevor wir loslegen, schauen wir uns zuerst ganz kurz das Grundverb weisen an. Das Verb weisen bedeutet im Allgemeinen zeigen, also jemandem etwas zeigen oder jemandem eine Richtung geben. Zum Beispiel ein Schild weist den Weg zum Ausgang oder die Karte weist alle wichtigen Straßen. Weisen ist eher ein gehobenes oder literatisches Verb. Im Alltag sagt man aber meistens einfach zeigen, ne? Weil das viel üblicher und natürlicher klingt. Statt das Schild weist den Weg, sagt man im Alltag eher das Schild zeigt den Weg. Aber wie konjugiert man weisen? Das Verb weisen ist ein unregelmäßiges Verb. Im Präsens heißt es, ich weise, du weißt, er weist, wir weisen, er weist, sie weisen. Und das Präteritum von weisen ist wies. Das Perfekt bildet man mit dem Hilfsverb haben und dem Partizip 2. Und das Partizip 2 lautet gewiesen. Wunderbar. Jetzt sind wir bereit für den nächsten Schritt. Starten wir mit anweisen. Jemanden anweisen bedeutet so viel wie jemandem klar und deutlich zu sagen, was er tun soll. Das Nomen dazu ist die Anweisung. Auf Englisch heißt das ungefähr Instruction. Eine Anweisung ist also etwas, das dir ganz klar sagt, was du tun sollst. Zum Beispiel, die Polizei wies die Menschen an, den Bereich zu verlassen. Abweisen sagte den Menschen ganz klar, dass sie weggehen und den Bereich verlassen müssen. Sie durften also nicht dort bleiben. Oder die Chefin hat das Team angewiesen, den Bericht bis Freitag fertigzustellen. Das heißt, die Chefin hat dem Team klar gesagt, dass der Bericht bis Freitag fertig sein muss. Und jetzt weise ich dich an, diesem Video ein Like zu geben. Natürlich nur Spaß, aber ich würde mich freuen, wenn du das Video likest und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das auch gern. Danke. Und jetzt geht's weiter. Unser nächstes Präfix ist ab im Verb abweisen. Abweisen bedeutet ablehnen. Wenn man jemanden oder etwas abweist, bedeutet das, man nimmt die Person oder die Sache nicht an. Man akzeptiert sie also nicht, lehnt sie ab oder schickt jemanden weg. Zum Beispiel, das Bauamt hat meinen Antrag abgewiesen. Das bedeutet, mein Antrag wurde abgelehnt oder nicht angenommen.
Vielleicht war er nicht vollständig, vielleicht hat ein wichtiges Dokument gefehlt oder ich habe ihn zu spät eingereicht. Ich weiß hier zwar nicht genau warum, aber auf jeden Fall wurde der Antrag abgewiesen oder abgelehnt. Nächstes Beispiel. Der Arzt hat den Patienten ohne Termin abgewiesen. Das bedeutet, der Patient hatte keinen Termin und wurde deshalb nicht behandelt. Also er wurde nicht angenommen und musste wieder gehen. Schauen wir uns jetzt das Verb aufweisen an. Etwas aufweisen bedeutet etwas haben oder bestimmte Merkmale besitzen. Zum Beispiel, das Produkt weist eine hohe Qualität auf. Das bedeutet, das Produkt hat eine hohe Qualität. Es ist also gut verarbeitet oder sehr gut gemacht. Hier ist noch etwas Wichtiges. Aufweisen ist ein trennbares Verb. Das heißt, das Präfix auf trennt sich im Hauptsatz vom Verb und steht am Ende des Satzes. Noch ein Beispiel. Der Text weist mehrere grammatische Fehler auf. Das bedeutet, der Text hat mehrere grammatische Fehler. Es gibt also mehrere Stellen, die grammatisch nicht richtig sind. So, ihr Lieben, das waren also die ersten 3 Präfixverben mit weisen. Ich hoffe, du konntest die Unterschiede gut verstehen und dir die Bedeutungen schon merken. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Like und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn gern, damit du die nächsten Teile nicht verpasst. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Video bei 7 Minuten Deutsch. Mach's gut, tschüss!